Willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol. Und willkommen zu einem Video, das für diesen Kanal eher selten ist. Ah, ein Video mit gutem Content. Heute will ich euch etwas über mich persönlich erzählen, was ich eigentlich sonst nie auf dem Kanal mache. Ah, also doch kein guter Content. Es geht im Grunde genommen auch niemand etwas an, also meine privaten Sachen. Ausser vielleicht die Leute, die es eh schon wissen, aber denen müssen sie es ja nicht erzählen, weil sie es ja schon wissen. Ah! Was? Jedenfalls, ich habe letztens, also vor kurzer Zeit, neulich, also okay, vor ein paar Minuten, habe ich mal meine YouTube-Statistiken von meinem YouTube-Kanal angeschaut, studiert und analysiert. Studiert, kontrolliert und analysiert. Er hat anal gesagt. Ein paar von meinen Videos laufen ganz gut, die haben ein paar hundert Klicks. Und dann gibt es andere Videos, die laufen gar nicht. Die haben gerade mal etwa 30 Klicks. Und dann gibt es ein Video, das einfach alles überschattet. Number one! Es handelt sich hier dabei um eines der ersten Videos, die ich auf den Kanal hochgeladen habe. Und zwar geht es um das Video «Das versteht kein Österreicher». Ja, Moment einmal, du Pflume. Ich verstehe dich sehr wohl. Das Video ist viral gegangen. Also viral für meine Verhältnisse. Das Video hat mittlerweile über 11'000 Klicks und für so einen Füdli-Kanal, wie ich ihn hier habe, ist das ein Haufen. Er hat Füdli gesagt. Ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Wieso ist das so? Wieso sind wir geboren? Was ist der Sinn vom Leben? Was war zuerst? Das Huhn oder der Äpfel? Zum einen hat sicher der Clickbait-Titel «Das versteht kein Österreicher» einen Anteil daran, aber es spielen auch noch zwei andere Faktoren eine Rolle. Und der erste Faktor ist folgender: Der Schweizer mag Content auf YouTube über die Schweiz oder über Sachen, die er einfach schon kennt. Das hat wahrscheinlich den Grund, weil es ihn einfach wirklich interessiert, aber wahrscheinlich eher, weil er wissen will, ob das, was der Globi hier erzählt, auch wirklich stimmt und mit seiner Meinung übereinstimmt. Außerdem mag der Schweizer Aromat, Rösti und der DJ Bobo. Und außerdem spreche ich in diesem Video ein paar persönliche Sachen von mir an, die zwar alle sehr klischeebehaftet sind, aber trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, trotzdem stimmen. Und trotzdem wird kein einziges Mal Aromat, Käse, der DJ Bobo oder das Schweizer Bankgeheimnis in diesem Video erwähnt. Das Bankgeheimnis in dem Sinn gibt es nicht mehr und Aromat und Käse gibt es auch sonst überall. Und jetzt hebt der Laden. Aber das ist auch der Grund, warum andere Schweizer YouTube-Kanäle Erfolg haben. Zum Beispiel der Kanal vom Adi Totoro oder vom anderen Knilch hier. Wie heisst der Russ? Der Dings? Der Maelo. Der Inhalt von diesen zwei Kanälen, der sagt mir jetzt überhaupt nicht zu. Aber er hat Erfolg und es scheint den Leuten zu gefallen. Und wenn es gefällt, dann passt es ja. Obwohl, meiner Meinung nach, machen die zwei auf ihren Kanälen eigentlich gar nichts. Ausser dort sitzen und frei Schnauze reden. Aber eben, das scheint den Leuten zu gefallen und wenn es gefällt, dann passt es ja. Und darum muss man auch nicht mehr dazu sagen. Jedenfalls möchte ich jetzt auf das zurückkommen, was ich am Anfang von dem Video und von meinem Monolog erzählt habe. Fangen wir mal an. Und zwar habe ich ja euch gesagt, ich würde euch gerne etwas Persönliches über mich erzählen. Und zwar habe ich letztens mich mit einer Bekannten unterhalten, hier im schönen Osttirol. Neulich! Und dann sagt sie zu mir: Jetzt muss ich dich was fragen. Bist du tatsächlich ein Schweizer? Ja, sag mal, Teufel! Und aus dieser Frage habe ich erahnen, erschmecken können. Und auch so, wie sie sie gestellt hat, habe ich schon gemerkt, die weiss wirklich nicht, dass ich ein Schweizer bin. Und jetzt hat sie es erfahren, weil sie irgendwie auf meinen YouTube-Kanal gestoßen ist. Und aus dieser Freude, dass sie irgendwie auf meinen YouTube-Kanal gekommen ist und aus voller Aufregung habe ich dann auch laut gesagt, ja. Und das ist jetzt schlussendlich auch der Grund, warum ich euch etwas über mich erzählen will, damit ihr auch einen Einblick hinter das Monotonus-Studio habt, beziehungsweise damit ihr die Person, die hinter dem Monotonus-Studio steht, ein bisschen besser kennenlernt, als mich. Und ganz ehrlich gesagt ist es mir auch wurscht, ob das euch interessiert, aber die, was interessiert, die interessiert's. Ah! Was? Aufgewachsen bin ich im wunderschönen Münstertal, im Val Müstair, im Kanton Graubünden. Una fitch bella val. Un lö ci non potesse essere più be per crescer su, con altas montañas, con flums sulvadis, con prats da flors in millida colors, una bellezza ed un semi per rialder la vita.
Oh Jesus, jetzt redet er auch noch ausländisch. Nachdem ich dann meine Kinderstube und die Schule im Münstertal abgeschlossen hatte, habe ich eine Lehre als EDV-Techniker, also als Informatiker im Bereich Systemtechnik gemacht und abgeschlossen. Mittlerweile bin ich jetzt Jahre alt und seit 10 Jahren oder vor 10 Jahren habe ich mich dann entschlossen, ins schöne Osttirol nach Österreich zu zügeln. Was tut ein Schweizer in Osttirol? Und das ist mit Abstand immer die erste Frage, die einem gestellt wird, wenn man sich mit einem waschechten Osttiroler unterhält. Und in den meisten Fällen, so wie auch in meinem Fall, gibt es eigentlich nur einen Grund, um nach Osttirol zu zügeln. Und zwar die Liebe. Oh Jesus, und jetzt wird's romantisch. Ich habe meine Frau in der Schweiz kennengelernt und wo sie dann wieder heimgegangen ist, ins schöne Osttirol, bin ich dann einfach nottackelt. In diesen 10 Jahren, wo ich jetzt hier lebe, habe ich Osttirol und die Leute von hier und auch das Ganze drumherum sehr schätzen gelernt. Und es ist auch nicht so ein grosser Unterschied zu der Schweiz. Der grösste Unterschied ist wirklich einfach tatsächlich die Sprache, aber sonst ist im Grunde, ja, das Gleiche. Und was ist mit dem DJ Bobo? Ja, und der René Baumann spielt da nicht wirklich eine Rolle. Aber jedenfalls, bis zum heutigen Zeitpunkt bereue ich keine Sekunde, dass ich die Entscheidung getroffen habe und ins wunderschöne Osttirol gezogen bin. Osttirol, Osttirol! Vor ein bisschen weniger als 2 Jahren habe ich mich dann hier entschlossen, den YouTube-Kanal zu gründen und zu machen. Wieso? Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aus einer Laune heraus, aus Lust und Laune. Anders kann ich es nicht sagen. Weil es mir Spass macht, weil ich es kann. Und vielleicht war auch ein Grund, damit ich wieder mal Schweizerdeutsch reden kann. Weil bei uns hier in der Familie reden wir Osttirolerisch. Also das heisst, ich rede irgendeine Mixtur zwischen Hochdeutsch, Osttirolerisch und Schweizerdeutsch. Kein Wunder in dem Fall, dass die Leute nicht wissen, dass du eigentlich ein Schweizer bist. Und der YouTube-Kanal hat auch dazu geführt, dass ich mein kleines Home-Studio, das Monotonus-Studio, ein bisschen weiter ausgebaut habe. Weil Musik hat mich schon immer interessiert und ich spiele auch von Herzen gern selber Musik, obwohl ich bezweifle, dass die Musik, die ich spiele und produziere, irgendwann einmal einen kommerziellen Erfolg haben wird. Und damit ich trotzdem meine Musik und meine Freude an meinem Home-Studio, am Monotonus-Studio in die Welt raustragen kann, mache ich die Videos und teile die mit euch. Vor allem eben, weil es mir persönlich am meisten Spass macht. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr jetzt ein bisschen mehr über mich und auch über den Kanal, das Monotonus-Studio, erfahren habt, für die, die es interessiert. Falls ihr Fragen habt, stellt die in die Kommentare. Ich werde versuchen, die so gut wie es geht zu beantworten. Und wenn ihr wissen wollt, was ich so für Musik mache oder was ich sonst so für blöde Videos mache, dann schaut euch ein bisschen auf dem Kanal um. Würde mich freuen. Ich sage jetzt auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen. Una fitch bella val, un lötsch nu podes esser più bei per crescer sü, con montañas e flums e prats da colors. Ich muss den Scheiß ablassen, ich habe kein Romanisch mehr. Also, nochmal. Una fitch bella val, un lötsch nu podes esser più bel per crescer sü, con altas montañas, con sulvadi flum, con flums sul... Con Flums Solvadis, con Prats da Flors in Milli da Colors. Also machen wir das halt nochmal. Una fitch bella val. Klack wie am Arsch.